Hallo, Servus, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute stelle ich euch den Sous-Vide-Stick von Kitchen Boss vor und ich möchte den heute testen und möchte für euch filmen, wie das ausschaut, wie er funktioniert. Ums Rezept geht es mir heute nicht so genau, aber um die Zubereitungsart. Und wenn es euch interessiert, dann schaut's mir zu. Bis gleich! Die Firma Kitchen Boss hat mir den Sous-Vide G320 sowie den Vakuumierer G210 kostenlos zu Testzwecken zur Verfügung gestellt. Als erstes packen wir natürlich erstmal aus. Das sieht schon mal alles sehr professionell aus. Als erstes finden wir hier ein Kochbuch. Darin findet man verschiedene Rezepte und auch die Garzubereitung. Leider alles nur in Englisch. Zudem enthalten sind einige Vakuumbeutel. Hier haben wir die Gebrauchsanweisung, unter anderem auch in Deutsch. Natürlich verlinke ich euch die Webseite von Kitchen Boss in meiner Infobox. Man findet hier auch ein kleines Säckchen zum Aufbewahren des Sticks. Jetzt packen wir die Halterung aus und danach den eigentlichen Stick. Alles sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich bin schon gespannt. Bisher haben wir ein Kochbuch, ungefähr 10 Vakuumbeutel und eine deutsche Beschreibung. Die Halterung passt natürlich wie gedacht perfekt auf diesen Sous-Vide. Außerdem wurde mir noch der Vakuumierer kostenlos zur Verfügung gestellt, aber den stelle ich euch separat in einem anderen Video vor. Nun kommen wir zur Praxis. Zunächst wird die Deckelhalterung erst einmal fixiert, in meinem Fall an einem Topf. Mit der zweiten Stellschraube könnt ihr den Stick festmachen. Jetzt fülle ich Wasser auf bis zur Begrenzungsmarke. Das Gerät arbeitet mit mindestens 6 Liter und maximal 50 Liter Wasser. Nach dem Einstecken kommt man sofort in das Zubereitungsmenü. Dort findet man auch die Rezepte aus dem Kochbuch wieder. Mit dem Drehknopf kann man die Auswahl jederzeit ändern. Alle Rezepte aus dem Kochbuch findet ihr hier schon vorprogrammiert. In den letzten Auswahlmöglichkeiten könnt ihr euren eigenen Stil ändern. Ich suche jetzt nochmal nach den Schweinekoteletts, denn das passt ungefähr zu meinem Rezept. 60 Grad 1 Stunde. Nach dem Starten zeigt das Gerät sofort die aktuelle Temperatur an und beginnt zu heizen. Durch die 1100 Watt geschieht das auch recht zügig. Vor dem Ganzen habe ich natürlich Schweinerückensteaks etwas mariniert. Die Steaks haben ungefähr 1 cm
Ich habe mir nicht viel Arbeit gemacht, einfach nur etwas Barbecue-Soße und etwas Cola zusammengemischt. Und das Ganze wird jetzt vakuumiert. Den Vakuumierer stelle ich euch wie gesagt in einem separaten Video vor. Ich senke die Temperatur jetzt manuell noch um einige Grad. Das geht auch ganz einfach mit dem Drehknopf. Beim Sous-Vide-Garen gibt es natürlich eine Faustregel, die sagt ungefähr pro Zentimeter Fleisch eine Stunde. Das heißt 4 cm Fleisch, ca. 4 Stunden. Und die gewünschte Kerntemperatur je nach Gargrad wird so eingestellt, wie man es gerne hätte. Wenn die Temperatur erreicht ist, startet der Timer von selbst. Nun gebe ich das Fleisch, das Wasserbad und warte, bis die Zeit abgelaufen ist. Das Gerät piepst, wenn die Zeit um ist. Es ist Zeit, das Fleisch herauszunehmen. Das Fleisch wird jetzt ungefähr für 2 Minuten auf jeder Seite recht scharf angebraten, in Pfanne oder Grill. Es sieht gut aus, ja, Zeit zum Anrichten. Bei mir gibt es Salat und Pommes dazu. Ich schneide das Fleisch nun an. Ja, es ist butterweich, es ist sehr zart. Ich lasse es mir nun schmecken und danach kommt mein Fazit. So, mein Fazit. Das Fleisch war perfekt, hat mir gut geschmeckt, es war sehr zart, es war butterweich. Das war das Positive. Das Gerät ist ordentlich verpackt. Es ja, macht das, was es soll eigentlich. Was mein kleiner Kritikpunkt ist, ich hatte kleine Temperaturabweichungen von ungefähr 2, 3 Grad. Ich weiß aber jetzt nicht genau, ob es an meine Thermometer liegt oder eventuell an dem Gerät. Und ja, des Weiteren, das Stromkabel könnte vielleicht ein bisschen länger sein. Wenn man die Steckdose nicht gerade direkt davor hat, dann wird das schon ein bisschen knapp. Ansonsten war ich recht zufrieden. Wie gesagt, ich werde noch weitere Sachen ausprobieren und werde euch das eventuell zeigen. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch, wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald, euer Buschkoch. Macht's es gut.